So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute wieder zur Signalverarbeitung pünktlich eingeschaltet und zwar zum Zufall. Ja, heute geht es ein bisschen um Determinismus und Stochastik und das sind wahrscheinlich zwei Begriffe, die ihr noch nicht so oft gehört habt, höchstwahrscheinlich, außer ihr seid Informatiker, dann vielleicht schon ein bisschen häufiger. Ich will mit euch heute den Unterschied klar machen, was eigentlich das Problem bei menschlichen Signalen ist oder natürlichen Signalen ist. Denn diese Signale sind einfach zufällig. Und wenn ich rede, dann ist das für einen PC einfach Kauderwelsch. Ich bin ein Mensch, ich produziere sehr viel Rauschen. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Heute wollen wir uns angucken, was das genau heißt. So sieht ein zufälliges Signal aus. Das ist einfach echt unschön. Das ist tatsächlich aufgenommen von mir selbst und dann tatsächlich so als Bild dargestellt. So sieht eine Audiowelle aus. Das heißt, eine Signalwelle, die Stimme enthält zum Beispiel. Wenn ich das abspiele, dann würdet ihr mich hören. Kann ich jetzt allerdings gerade nicht tun, machen wir aber noch, keine Sorge. So, und ja, das ist mathematisch leider überhaupt nicht berechenbar, weil ich absolut nicht vorhersagbar bin, beziehungsweise zumindest nicht so ohne weiteres. Es gibt mittlerweile Machine Learning und KI-Verfahren, die sowas in diese Richtung machen, aber im Endeffekt ist es trotzdem noch mit einer Fehlerquote dabei, weil dieses Signal ist natürlich einfach zufällig. Und der PC kann nicht vorhersagen, ob ich jetzt Hallo Welt oder Hello World schreiben werde oder sagen werde, besser gesagt. Und deswegen kann das auch nicht ganz berechnen. Anders sieht es aus bei deterministischen Signalen. Das sind Signale, die wirklich generiert werden. Das sind sozusagen perfekte Signale und die sehen dann ungefähr so aus. Das ist eine periodische Sinuskurve. Wunderschön und ja, dementsprechend auch regelmäßig. Weil, wie gesagt, sie ist periodisch. Das heißt, sie kommt einfach wieder. Ich könnte jetzt hier einfach sagen, ich hänge das Signal gerade nochmal rechts dran und so weiter und so fort. Und wenn ich die richtig übereinander lege, es passt nicht ganz vom Schnittbereich, vom Bild her, aber im Endeffekt ist das einfach eine Sinuskurve, die die ganze Zeit wiederkommt. Das ist einfach eine Welle, eine richtig, richtig schöne Welle. Und solche Wellen sehen normalerweise ordentliche Signale aus sozusagen, aber die wenigsten Signale sind leider ordentlich und das ist das große Problem. Ein weiteres Beispiel für so ein tolles periodisches Signal wäre ein Herzklopfen im Endeffekt, weil das ist normalerweise zumindest ungefähr periodisch. Das hier ist allerdings ein generiertes Herzklopfen, das heißt, das ist wirklich, also das ist tatsächlich ein EKG, aber es ist nur quasi periodisch, weil ich produziere auch da wieder, also mein Herz ist nicht exakt gleich, weil es ist immer noch ein natürliches Ding, mein Herz, okay? Und dementsprechend ist das auch nicht absolut periodisch, sondern manchmal vielleicht ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen schwächer, je nachdem, ob ich gerade schlafe oder ob ich gerade Sport mache oder, als würde ich jemals Sport machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Jemand, der Sport machen würde, hätte wahrscheinlich ein anderes EKG als ich. So, und dementsprechend ist es natürlich nur quasi periodisch. Okay, und dann gibt es noch solche Signale, die sehen zwar sehr ordentlich aus, allerdings ist das Ding nicht periodisch, weil es ist ja nicht wiederkehrend, sondern es ist im Endeffekt einfach nur ein Fade, das heißt ein Signal, das nach und nach immer lauter wird. Und solche Signale sind natürlich auch nicht so einfach zu analysieren und wir wollen jetzt nicht irgendwie 50.000 verschiedene Mechaniken machen und erstmal analysieren, ob das ganze Ding jetzt deterministisch ist oder nicht, sondern wir wollen einfach nur ein Format haben sozusagen, um tatsächlich solche Wellen auf dem PC darstellen zu können. So, und wie machen wir das? Naja, das klären wir im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.